Georg ist zwar in Graz geboren, hat hier aber nur ein paar Wochen nach seiner Geburt gelebt. Er hat es bei seinen Aufenthalten in Graz schon mehrfach probiert und das Ergebnis ist immer das gleiche. So sehr es sich auch erträumt, er hat keinen Bezug zu dieser Stadt. Und das ist schade. Stell dir vor, du wärst Georg. Du kannst in jeder beliebigen Stadt mit einer Kamera herumlaufen und alles Mögliche aufnehmen. Es wird nie falsch sein, denn in menschlichen Siedlungen hat alles System. Dinge stehen oder liegen nicht einfach so herum, sondern jemand hat sie an ihren Platz gebracht und hatte einen Grund dafür. Das Pittoreske findest du im Zentrum oder in Graz, im östlichen oder linken Murufer. Alles ist in Fußweite, vieles ist schön. Die Menschen, die dort ihre Dienstleistungen anbieten, sind in den Bereichen aktiv, wo die Verdichtung, die marktfähige Schönheit, die zahlungskräftige Laufkundschaft, der Tourismus eine Rolle spielen. Einer wie Georg filmt hier. Die Peripherie zu filmen wäre anstrengender, die Entfernungen wären größer, die historische Dichte der Baustile und Zeichensysteme wäre geringer. Pass auf, du könntest dir dort beim Filmen Blasen an den Füßen holen, wenn du keine hochwertigen Markenschuhe trägst. Aber egal, Georg könnte ja beides machen. Im Zentrum der Schönheit nachjagen und weiter draußen das weniger Gestaltete einfangen, wo auch immer er es findet. Er soll nur nicht glauben, dass er beim Filmen etwas erschafft. Nein, er holt nur ab, was schon bereit liegt für ihn und andere mit ihren Kameras. Und das werden immer mehr. Weil er das weiß, hat er Skrupel, sogar mehrere Arten von Skrupel. Vor allem ist es immer besser, das unbestreitbar Schöne zu zeigen, als das Abseitige, denn niemand, der einen Ort liebt, soll sich über ein unvorteilhaftes Porträt ärgern müssen. Im Zweifel bilden wir das Schöne ab und bemühen uns sogar, es schöner herauszustellen als je zuvor. Weil in Graz die Verhältnisse so übersichtlich eingerichtet sind, mit den 2 Murufern, mit dem alten Kerngebiet als postmoderner Event-Location im Osten und den bloßmodernen Erweiterungsgebieten aus der Zeit der Industrialisierung im Westen, auch wenn das reale Stadtgefüge natürlich komplizierter ist, und weil dir diese Verhältnisse im ebenfalls übersichtlichen Grazer Stadtmuseum gut erklärt werden, bekommst du den Blick frei für noch weitere Skrupel. Es hört nie auf. Da läufst du also durch die Stadt, durch Galerien und Museen und nimmst alles nur ganz oberflächlich wahr. Du bist ein inkompetenter Beobachter, der dadurch im Fall dieses Films zum unzuverlässigen Erzähler wird. Das ist nun peinlich, denn dir stünde der Sinn eigentlich nach souveräner Würde des mittelalterlichen Mannes, der sich nun halt auch noch im Visuellen äußert. Das ist dein Typus. Du bist nicht der Machtgierige, der immer mehr Einfluss gewinnen will, auch nicht der Geldgeile, dessen Reichtum nie genug ist. Und vielleicht auch nicht der Liebestolle, dessen edles romantisches Unglück immer weiter eskalieren muss. Du bist eher der Wortschmied, musisch kreative Symbolglauber, dessen Geschwätzigkeit zwecks Selbsterhöhung keine Grenzen kennt. Ist es nicht lustig, wie alle 4 Typen in der Lebensmitte in ihre spezielle Krise geraten? Der Mächtige wird zum alten Eisen abgeschoben. Der Reiche verknittert wie seine Geldscheine. Der Galan wird zur Lachnummer. Und unser aufgeklärter Symbolheld wird auf einmal gecancelt oder, was noch schlimmer, augenrollend ignoriert. Ja, hatte er denn überhaupt jemals dieses besondere Talent zum Erkennen der Wahrheit, von dem er innerlich so überzeugt war? War das nicht bloß die kecke Selbstüberschätzung der Jugend? Lustig ist es schon, schlimm ist es nicht. Denn im Grunde kennzeichnet all das den jetzigen historischen und damit auch politischen Moment.
Die Motive, die uns als Individuen bewegen, bestehen fort. Im Schwinden sind aber die überkommenen Glaubenssätze, die billigen Selbstrechtfertigungen. Die Informationsgesellschaft, in der wir alle zu Produzenten digitaler Information werden, in der alle alles und jederzeit und überall kommentieren, mit geteilter Inkompetenz, lässt diese Abkürzung zur Verteidigung schlechter Systeme wie den verwachsenen Staat nicht mehr zu. Wir alle irren umher in den gemeinsamen Datenfeldern in der Ungewissheit. Nirgendwo ist diese Ungewissheit räumlich so konzentriert wie in der Stadt. Deswegen findet es Georg auch wieder ganz in Ordnung, dass er keinen verlässlichen und belastbaren Zugang zu seiner Geburtsstadt Graz findet. Gerne wird er weitersuchen und er wird dabei nicht der Einzige sein.